Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, stelle ich mir oft eine Frage. Wie gut würde dieses Team wohl im Vereinswettbewerb performen? Und da ich mir sicher bin, dass sich einige von euch schon genau die gleiche Frage gestellt haben, werden wir sie heute beantworten. Denn ich habe die Nationalmannschaft für den VfL Bochum in die Bundesliga geschoben und 3 Saisons simuliert. Was die Spielerauswahl angeht, habe ich mich einfach an den Vorstellungen des Bundestrainers orientiert und den letzte Woche bekannt gegebenen WM-Kader genommen. Das Ganze machen wir natürlich wieder im Football Manager, der umfangreichsten Fußballsimulation, die es im Moment so gibt. Das erste Spiel, was wir uns anschauen, wird das Duell zwischen Deutschland und den Bayern sein. Klingt komisch, oder? Naja, jedenfalls stellt Hansi Flick diese Mannschaft auf den Platz. Niklas Füllkrug und Youssoufa Moukoko schaffen es tatsächlich beide nicht in den Kader. Im Sturm spielt Kai Havertz. Wenn wir uns mal sein Spielerprofil anschauen, wird allen, die sich nicht mit dem FM auskennen, auffallen, dass die Attribute der Spieler nicht wie in FIFA vergeben werden, sondern in einer Spanne von 1 bis 20 aufgelistet sind. Also, insgesamt kann man aus dem Kader schon eine klare Bayern-Dominanz rauslesen. Die Bayern selbst bekommen es aber auch hin, ohne Nationalspieler eine ziemlich konkurrenzfähige Mannschaft auf den Rasen zu stellen. Das erste Tor des Spiels sehen wir in der 6. Spielminute. Wunderbarer Ball von Gündogan auf Gnabry und der vollstreckt. Falls ihr euch über die Trikotfarbe der Nationalmannschaft wundert, ist die Bundesliga Sonderedition. Das sage ich jetzt einfach mal, denn ich habe die Bochumer Farben irgendwie nicht so ganz rausgewaschen bekommen. Ziemlich hartnäckiges Zeug. Jedenfalls trifft Gündogan auch zum zweiten und die Bayern werden besiegt. Nach den ersten 4 Spielen steht die Nationalmannschaft bei 5 Punkten. Der Sieg gegen die Bayern war der erste. Naja, die Jungs müssen sich wahrscheinlich noch finden oder so. Wir gehen mal Richtung Winterpause, direkt vor der WM. Es sieht nicht so wirklich viel besser aus. Deutschland rangiert nur auf Platz 7. Die 3 Top-Torschützen sind allesamt Deutsche, davon war aber keiner auf Hansis Radar. Die meisten Einsätze bekam Musiala, der auch eine Menge draus machte. Ansonsten besticht Hansis Haufen vor allem durch eins: Formschwäche. Das Stichwort Formschwäche passt übrigens auch super auf die Winter-WM. Deutschland übersteht die Gruppe, aber scheidet gegen Belgien aus. In der Liga kriselt's ganz schön. Die Vereinsatmosphäre ist maximal mittelgut. Das Saisonziel Bundesliga-Titel wackelt gehörig und damit auch der Stuhl von Hansi Flick. Er ist übrigens der Einzige, den ich für die Zeit unseres Experiments nicht im Verein eingesperrt habe. Eine Entlassung ist also möglich. Im Februar ist es dann soweit. Die Ergebnisse bleiben weiterhin aus und neuer Trainer wird Nuno Espirito Santo. Er hat unter anderem die Aufgabe, noch einen Champions-League-Platz in der Bundesliga zu sichern. Als Minimum muss aber der DFB-Pokal her. Da geht's im Viertelfinale nämlich gegen Schalke in der Felddienst-Arena. So stellt Espirito Santo auf. Hofmann spielt Rechtsverteidiger. Interessante Wahl. Aber es funktioniert. Deutschland schlägt Schalke und zieht ins Halbfinale gegen Gladbach ein. In der Liga läuft's mittlerweile zumindest etwas besser. Platz 8 wurde erreicht und das nächste Spiel geht dann gegen den BVB. Wir schauen mal rein. Das erste Tor im Berliner Olympiastadion, das übrigens das Heimstadion der Nationalelf ist, fällt in der 77. Spielminute. Schlotterbeck findet Goretzka und der überlupft Kobel. Dann wird in dieser Saison der bisher torlose Moukoko eingewechselt und ihr wisst jetzt wahrscheinlich ziemlich genau, was passiert. Klostermann findet den 18-Jährigen und der macht das gegen den träge wirkenden Hummels exzellent. 2:0 und das ist dann auch der Endstand. Die Nationalmannschaft kommt immer besser in Form, sodass vor dem letzten Saisonspiel 9 Pflichtspiele ohne Niederlage auf dem Papier stehen. Espirito Santo scheint genau der Richtige zu sein und auch im letzten Ligaspiel kann ein Sieg geholt werden, sodass die Quali zur Champions League zwar verpasst wurde, ein Platz in der Europa League wurde allerdings erreicht. Und das Pokalfinale? Da geht's gegen den FC Köln und das war ein richtiger Kracher. Das hier ist die Mannschaft fürs Spiel und ich zeige euch jetzt im Hintergrund schon mal die Tore, denn es fallen insgesamt 7 Stück. Die deutsche Mannschaft hat über den Verlauf der Saison ein gutes, funktionierendes System gefunden. Warum es unter Flick nicht funktioniert hat? Keine Ahnung. Am Ende steht es in diesem Spiel tatsächlich 5:2 für die Nationalmannschaft und der Kapitän der Mannschaft, Antonio Rüdiger, darf den Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmen. Ich zeige euch hier mal ein paar Statistiken aus der Liga und da seht ihr schon, dass kein einziger Offensivmann mit dabei ist. Einzig Gündogan und Neuer tauchen auf, sonst gibt es hier auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die meisten Einsätze bekamen Musiala und Neuer. Wir haben hier schon wieder eine ganz klare Bayern-Dominanz. Wenn ihr euch fragt, wohin Niklas Füllkrug eigentlich verschwunden ist, seid ihr nicht die Einzigen. Er wurde vom Trainer als zu schlecht befunden und direkt in die U19 geschoben. Naja, nächstes Jahr nächstes Glück und wir gehen direkt in die Winterpause der Saison 23/24. Und siehe da, die Form aus der letzten Saison konnte tatsächlich konserviert werden. Tabellenplatz 1 und nur eine Niederlage gegen RB Leipzig, das kann sich sehen lassen. Die Torschützen sind sehr gut über das Team verteilt. An Timo Werner, der für RB Leipzig 17 Tore in 15 Spielen gemacht hat, kommt aber keiner so wirklich ran. Und in der Europa League? Die Nationalmannschaft gewinnt die Gruppe vor Lyon und zieht ins Achtelfinale ein. Dort ist der Gegner Anderlecht. Im Hinspiel gab es in Belgien ein 1:1 durch, tatsächlich, ein Tor von Füllkrug und im Rückspiel sind dann Gnabry und Musiala zur Stelle. Viertelfinale. Marseille. Im Hinspiel im Olympiastadion haben wir 2 relativ frühe Tore der Nationalmannschaft. Havertz und Gündogan treffen. Für den einzigen Treffer der Franzosen sorgte Harit. Im Rückspiel gab es ein 0:0 und Halbfinale. In der Bundesliga ist es noch immer Platz 1, wenn auch nur knapp vor den Bayern. Wenn die Nationalmannschaft jetzt die Nerven behält, wird's was mit dem Titel. Die letzten beiden Spiele sind gegen Wolfsburg und Mainz und müssen einfach nur gewonnen werden. Bayern ist Meister.
Aber in Europa League ist dieses Jahr der Titel möglich. Im Halbfinale räumen Havertz und Sané Bilbao aus dem Weg. Das Finale findet in Dublin statt. Der Gegner ist Chelsea, die mit dieser Mannschaft auftreten. Es ist ein finaltypisch enges Spiel mit nur wenigen Chancen. Am Ende hat Deutschland aber das glücklichere Ende. David Raum findet in der 60. Minute Havertz und das Spiel geht 1:0 aus. Zweiter Titel in 2 Jahren. Im Pokal war dieses Jahr übrigens gegen Wolfsburg Ende. Wir schauen uns noch ein paar Statistiken aus der Bundesliga an. Hier haben wir zum Beispiel die Torschützenliste, den Notenschnitt und die Vorlagen. Und hier ist Jonas Hofmann weit vorne mit dabei. Er hat oft als Rechtsverteidiger gespielt. Vielleicht ist das ja auch eine Option für die WM. Bevor wir jetzt in die letzte Saison der Simulation gehen, bedanke ich mich nochmal bei den Kanalmitgliedern, besonders bei Marcel Münch-Halfen, Mackintosh und Florian Langer für die Unterstützung auf der höchsten Stufe. Dankeschön. Also, letztes Jahr. Die Champions League wird ja mittlerweile, wie auch in der Realität ab 2024, mit neuem Format in einer 36er-Liga ausgespielt. Platz 1 bis 8 qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale, Platz 9 bis 24 spielen in einem Knockout um die restlichen 8 Achtelfinalplätze. Die deutsche Mannschaft schlägt sich maximal okay und qualifiziert sich als 19. für die Knockouts. Hier warte mit Atletico ein Brocken, der aber aus dem Weg geräumt werden konnte. Übrigens, Meister in der Ligaphase waren die Bayern. Der Abgang fast aller Nationalspieler wurde hier schulterzuckend akzeptiert. Fast schon erschreckend, wie gut die immer noch sind. In der nächsten Runde gibt es ein 1:0 im Hinspiel zu Hause gegen Inter. Im Rückspiel fällt dann relativ früh der Ausgleich. Es geht in die Verlängerung und hier entscheidet ein Tor. Langer Ball von Çalhanoğlu auf Iliev und Deutschland ist draußen. In der Bundesliga ist es wieder eng. Nach 29 Spielen steht Deutschland 1 Punkt vor den Bayern. Espirito Santo stellt die Mannschaft mittlerweile häufig so auf. Havertz im Sturm und Kimmich als Rechtsverteidiger. Ter Stegen hat Neuer mittlerweile verdrängt. Wir sind am letzten Bundesligaspieltag. Die Nationalmannschaft braucht nur einen Sieg gegen den HSV. Es passiert lange nichts, doch dann ganz viel. Benes kommt mit dem Ball auf rechts, legt ihn auf Jatta, der auf Ouattara und Tor. 1:0 HSV. Eine Minute später, Sané, Havertz, Ausgleich. Ist hier noch was möglich? Nö. 1:1 und die Bayern sind Meister. Das war die beste Saison der Nationalmannschaft, dieses Mal auch mit starken Einzelleistungen. Aber die Bayern sind dann irgendwie trotzdem immer noch die Bayern. Die haben nebenbei übrigens auch noch den Pokal gewonnen. Machst du nix. Wenn ihr jetzt Lust auf noch ein Experiment habt, dann klickt doch einfach mal auf dieses Video. Hier habe ich nämlich die besten Talente der Welt in die 3. Liga gepackt. Viel Spaß damit und bis bald.